Herzlich willkommen bei der Konferenz Achtsamkeit und Migration in einer sich ständig wandelnden Welt. Welcome to the conference, Mindfulness and Migration in the Constantly Changing World. Mori, ich lade dich ein, zunächst mal von dir erzählen, von deiner Biografie. Wo und wann bist du geboren? Welche Erinnerungen hast du an deine Kindheit? Und wann hast du dir gedacht, ich will eigentlich mein Herkunftsland verlassen? So I asked Mori to tell first about his biography, where and when he was born, which childhood memories he has, and when and why he decided to leave his country. Danke, Elena, für die Übersetzung und danke für diese Einladung und ich freue mich, dass ich hier bin. Ich heiße Morteza Mohammadi und die Freunde von mir, sie nennen mich Mori, das ist mein Nickname. Und ich bin im Mashhad und das ist eine Stadt im Iran, ich bin dort geboren. Also am 13.02.1996 bin ich dort. My name is Mori. I was born in Mashhad in Iran. Und ich bin bis 18. meiner Lebensjahr, ich habe dort gewohnt. Meine Familie momentan sie sind dort. Als ich 18 Jahre alt war, ich bin nach Österreich gekommen. Und von meiner Kindheit, meine Familie war nicht so eine reiche Familie, so mittelmäßig. Da habe ich immer meinen Vater gesehen, dass er gearbeitet hat. Und ich habe dieses Gefühl gehabt, okay, ich muss auch etwas unternehmen und ich muss auch etwas machen. Until I was 18, I was living in Iran, and I was living there with my family. And then when I was 18, I was coming to Austria. My parents are still in Iran. Back in the time when I lived in Iran, I would see my father work because we didn't have too much money. I was thinking maybe that's something I should do as well. Maybe I should work as well. Meine Familie und wir haben keine Dokumente gehabt, obwohl ich in Iran geboren bin. Wir waren keine Staatsbürger, sondern eine Visum. Jede 6 Monate müssen wir das eintragen und neu beantragen. Bis 5 Jahre oder 6 wusste ich nicht, was bedeutet, als Migrant zu sein, bis ich in die Schule gegangen bin. Okay, when my family and I were living in Iran, we didn't have any citizenship, but we had a visa that we had to renew every 6 months. At the time when I was a kid, I remember I never really knew what the word migrant really means. In der Schule habe ich das gemerkt, okay, es gibt Migrant und es gibt auch iranische Leute und es gibt afghanische Leute und es gibt diese Dokumente und es gibt diesen Unterschied, dass wir zahlen mussten und iranische Leute, sie mussten nicht zahlen und da habe ich diesen Unterschied gemerkt. When I was in school, I first recognized that there are people from different countries, migrants, and I got closer to the meaning of what migrants really means. And I also felt it in the way that people that had the citizenship in Iran, they didn't have to pay for certain things, but because I didn't have citizenship, I had to pay. Genau. Und es hat eigentlich begonnen, ich habe nachgedacht, okay, was ist das? Und wie ist unsere Lage im Iran als Migrant zu sein? Zum Beispiel in Gesellschaft habe ich mehr gemerkt, okay, die Migrant und was ist denn Unterschied zwischen uns eigentlich? I started to recognize that in school there's really a difference between certain people. There's a difference in people that are migrants or that are not migrants. Ich war 15 Jahre alt und in diesem Alter ist, ich denke mir, mit Pubertät, das hat man einfach einen Stolz, dass wenn jemand von jemandem gedrückt wird oder gepusht wird und dein Charakter wird so runtergezogen. In dieser Zeit, ich wurde von Polizei 3-mal festgenommen und 2-mal wegen, ich habe Motorrad gehabt und einmal wegen Auto und einmal wegen meinen Dokumente. Und sie haben mit mir so schlecht verhandelt, die Verhältnis war so schlecht, dass ich war an diesem Tag, ich konnte mir wirklich erinnern,
das war am schwierigsten Tage für mich in meinem Leben. When I was 15, while I was in puberty, it was really hard when someone would judge you or put you down. And there's a certain kind of pride that I felt when I was confronted with these situations where people would try to, put me down and discriminate me or push me down or push me, literally push me. And I remember very well when I was captured by the police, which happened 3 times. Once because I had a motorcycle, and the other ones because I had a car. And the experience was very intense, and they really knocked me down. And this experience is still very vivid in my memory. Ja. Und da habe ich mich entschieden, nach Afghanistan vielleicht zu gehen. Und ich habe auch mit meiner Familie geredet. Es reicht mir und ich würde unbedingt irgendwo gehen. Und ich kann das nicht einfach sehen, wie Ungerechtigkeit ist in meinem Leben und was passiert ist mit mir. Meine Mutter ist auch im Iran geboren und mein Vater ist in Afghanistan geboren. Und mein Vater hat gesagt, bitte, mach das nicht. Du siehst, die Leute kommen von dort und wie die Leute flüchten von dort nach dem Iran und nach anderen Ländern. Und wie logisch denkst du, dass du zurückkehren musst? I couldn't watch how people were treated in such an unfair way, and had to deal with violence and other things. And then I was so upset about the situation and about the way how I was dealt with from the police that I thought about going to Afghanistan, and I was talking to my parents about it, and my father, who is from Afghanistan, said, no, you really want to think about this because there's a reason why people from Afghanistan are fleeing from there and come to Iran. Seit 2013 habe ich mich entschieden, dass ich muss etwas wirklich unternehmen. Und danach bis 2015 habe ich alle Informationen gesammelt und einfach mein Geld gesammelt, dass ich aus dem Iran weggehen muss. At the time it was 2013, I decided I had to actively do something about this. I had to make a change within everything that is in my power, and I started to collect information and tried to figure out a way how I could escape from Iran. Und in 2015 habe ich meine Reise gemacht nach Europa. 15 Tage, ich war unterwegs, 2 Wochen, und ich bin durch die Länder so Türkei, Griechenland und Mazedonien und Serbien, Kroatien und Österreich. In 2015, I decided to go to Austria, and the journey to Austria took me 15 days, and I was traveling through Turkey, Greece, Macedonia, Croatia, and so forth. Ja. Als ich in Wien angekommen bin, es war alles plötzlich ganz neu und ich konnte einfach nicht glauben, dass ich da bin, dass ich wirklich das erreicht habe. Bei mir war am Anfang erste 6 Monate, ich war sehr neugierig, weil ich war in einem neuen Land und ich war in eine ganz neue Situation, ganz andere Kultur, andere Sprache. Das war alles für mich so interessant. Ich war so neugierig und ich habe in diese 6 Monate, ich habe die Sprache gelernt, also nicht so gut, aber ich konnte das wirklich so verbessern. Und ich habe mich einfach so viel interessiert für alle Sachen in Österreich. When I arrived in Austria, at first I couldn't even believe it, that it was actually true that I managed to come here. And I was so curious. It was a new city, a new life, a new environment. And I was so curious about everything. And within the first 6 months of being in Vienna or in Austria, I learned the language. Alle meine Sachen ist weg, meine Freedom ist da, ich bin in einem Land, ein Demokratieland, und alle meine Rechte werde ich bekommen, was ich nicht in diesem Leben bekommen habe. Und zum ersten Mal in meinem Leben, also ich bin so froh, weil ich in Österreich bin und ich liebe Wien und ich bin
Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich eine richtige Dokument. When I was in Vienna, I was just so happy that I was here, especially because I was finally in a country that has a democratic system, and I could, for the first time in my life, experience peace and feel safe. And it was also the first time that I ever received a real document, which makes me very happy. Ich habe 5 Jahre gewartet auf mein Dokument und dadurch habe ich wirklich viele Erfahrungen, viele Sachen erlebt. In diesen 6 Monaten, in diesem ersten Jahr war ich so neugierig und war ich so motiviert. Und danach, die Motivation wird langsam niedriger. Langsam, alles wird niedriger, weil die Hoffnung wird man einfach langsam verlieren. In the first 6 months to a year, I was very motivated and hopeful and happy, and I was just, so fulfilled. And then in the end, it took me 5 years for me to get my documents. And in these 5 years, the hope and the motivation fades away, and it gets really difficult. Ich habe in einem Heim gewohnt und einer von mir, er hat eine Anzeige, er hat mir gezeigt und er hat gesagt, okay, es gibt diese Möglichkeit für die Leute einfach zu tanzen. Im Iran, ich war so schüchtern und ich konnte nicht mich vertrauen zu tanzen. Ich habe mir gedacht, okay, aber probiere ich und schaue ich, wie ist das und was ist das? I was living in a shared home. Then a friend of mine showed me a poster where it said, we're looking for dancers for a performance. And I was looking at that and I was very curious, but also I was very nervous because I was not 100% comfortable with dancing yet. Da habe ich meine erste Erfahrung mit Tanzen, habe ich das gehabt. In diesem Zeit war ich auch in eine schwierige Situation, weil ich habe plötzlich von all meinen Sachen, was ich gehabt habe, ich war weg und da habe ich mich auch ein bisschen verloren gefühlt. Und in diesem Projekt, wo am letzten Tag war bei unserer Performance, wo ich auf die Bühne war und mit Performance, das war fertig und wo wir mussten euch einfach beugen. Ich habe einfach die Leute gesehen, wie einfach fröhlich sie sind und wie die Freude konnte ich im Gesicht von den Leuten sehen. Und das hat mich so ein starkes Gefühl gegeben. Und das war so ein ganz neues Gefühl für mich. Und das hat mich wirklich, von diesem Tag war ich so motiviert und inspiriert. Wirklich, ich wusste, okay, das bedeutet etwas für mich in diesem Bereich. At that time when I got this offer, this job offer as a dancer, it was the very, very first time for me to dance. And also at the time, I didn't have any of my things. All my things were gone, or all my possessions were gone. And so I felt a little bit lost. And then at the performance of the piece, when we were at the end of the performance and we were standing in a line and bowing to the people, the applauding people, that was the most transforming moment for me, where I saw those happy faces applauding to us, and there was so much joy that they expressed. And from that moment on, something changed, and suddenly I was feeling so much motivation and hope again that was gone for such a long time, for 5 years. Und danach wusste ich, okay, vielleicht das ist mein Weg. Und dann habe ich mit Tanz de Tolerance begonnen. Das ist ein Institut von Caritas. Danach habe ich das auch auf Facebook gefunden und ich habe gesehen, okay, es gibt diese Möglichkeit, wieder an einem Kurs teilnehmen. Und die Tanztoleranz sind wirklich eine sehr gute Institut. Sie haben mir die Möglichkeit gegeben, kostenlos einfach zu erfahren. I was very motivated, and then I was looking for other courses that I could make, because that performance was the very first time when I started dancing. So I wanted to continue, and I realized maybe this is really my path. Maybe it's just really my way to go because of this moment of joy.
And then I was looking at Facebook and I found a course from Caritas. It's an NGO institution in Austria. And they allowed me to visit the course free of charge. And that's very amazing. Die Sachen hat sich so viel in mir verändert durch die Kunst, weil da wurde ich mehr selbstbewusster. Da habe ich zum Beispiel beim Tanz zur Toleranz habe ich viele Leute kennengelernt und wirklich nette Leute, die haben mir wirklich geholfen, die Sprache einfach kennenzulernen und die Kultur kennenzulernen und mich einfach entwickeln. Die haben wirklich mir die Möglichkeit gegeben. Die Integration war sehr, sehr wichtig. Mm-hmm. Art changed me in a lot of ways and allowed me to gain a lot of confidence, self-confidence. And I met a lot of great people that were very welcoming and helped me to get to know the culture better and included me and taught me some things about the language. The integration was very good in that environment. Ja. Was mir hier sehr wichtig war, diese Projekte, die haben mir so viel Sachen gezeigt auf die Bühne. Zum Beispiel, wenn man auf die Bühne ist, da musste ich wirklich im Moment die Sachen entscheiden und präsent zu sein. Und das hat wirklich in meinem Leben so viele Sachen verändert. Und dass ich mehr selbstbewusster war. Für mich war etwas echt schwierige Situation, weil ich war jung und nicht so viel erfahren habe ich von Flucht gehabt. Tanz und Performance hat mich wirklich das gezeigt, wie konnte ich in schwierige Situationen einfach die Entscheidungen treffen im Moment. Because of dance and performance, which I now do professionally, I not only gained a lot of self-comfort, but I also learned to be present in the moment. And then that's something that really made me grow. And also dance and performance helped me to make decisions with clarity, even though the circumstances and situations might be difficult and hard. No. Thank you, Mori, so much for sharing. Da gäbe es ganz viel nachzufragen und nachzufühlen auch. Also zunächst mal einfach freut es mich, dass du den Tanz für dich entdeckt hast und das kann ich auch super nachempfinden, weil das ist immer auch eine persönliche Bereicherung, aber auch eine super Möglichkeit, irgendwo Anschluss zu finden, sei es in einer Gruppe, aber auch dann sprachlich, kulturell, sozial. Also da sind ganz viele verschiedene Komponenten vorhanden. So as I'm saying to Mori that I'm happy that he found his way and that actually you have documents, yeah. This feeling to be without documents for almost 20 years or more, your whole life actually, that's tough, and then to go to travel to another country without knowing the language, without knowing anybody, and then to experience tough times, and then to find something like the dance that gives you the possibility to discover the country, to meet people, the language, and also it's dancing. It always means, or acting or being on stage, it's like growing personally. So that's why I want just to say that I'm glad. Was resoniert in euch? Mori, so inspiring, so inspirierend. Wow, danke. I felt so inspired with this moment of, first, wow, this bravery of I have to change, this inner voice, diese innere Stimme, die dir sagt, ich muss was verändern, ich muss in diese Richtung gehen und ich mache, was ich dafür machen muss und ich weiß nicht, wo ich hingehe, but I have to. You just know, inner intelligence, body intelligence, and I could really feel this when you were telling your story.
And then this second moment of body intelligence, you dancing and being like, oh wow, vielleicht ist das mein Weg, vielleicht ist das, wieso ich hierher gekommen bin. And I could really see like a thread, ein goldener Faden, ein Herz, das weiß, wo es hingeht. Und wunderschöne Geschichte, dein Leben. Dankeschön fürs Teilen, danke. Danke fürs Öffnen. Es zeigt mir auch immer wieder, ja, was einfach auch Sinneserfahrungen, was die Kunst machen kann, welche Kraft die Kunst auch hat. Und da bist du der beste Beweis dafür. Und ich danke dir für deine berührende und schlussendlich auch sehr schöne Geschichte. Ja, danke euch. In diesem Tag war wirklich so schwierig und damals habe ich zwei Tage pro Woche habe ich die Kurse gehabt und ich bin einfach gelaufen zu Kurse, weil nach dem Kurse habe ich wirklich diese Gefühl, diese Freiheit und diese ganze glücklich zu sein, dass ich wirklich tanzen für mich, tanzen Freiheit für die Seele. Das ist das Beste, was man einfach mit der Musik und deine Bewegungen. Morteza, darf ich dich fragen, auf welche Musik tanzt du? Also ich tanze, es ist nicht bestimmt auf eine, es kann auch langsam sein und es kann auch schnellere Musik auch sein. Dancing is and music is freedom for the soul. Neben allem, was schon gesagt wurde, Morteza, meinen tiefen Respekt, weil den eigenen Weg zu gehen, ist bei vielen ein Wunsch, aber es wirklich zu tun, erfordert auch ganz viel Mut und Stärke und du bist ein großartiges Beispiel dafür und du hast nicht nur Mut, du bist auch ermutigend für andere und wenn ich darf, dann werde ich das Video, da wird ja mitgeschnitten und ich würde das gerne auch immer wieder, wenn es passt, meinen Schülern zeigen. Voll gerne, also wenn das hilft, die anderen Leute zu inspirieren, weil das ist ein Ziel von mir beim Tanzen und Performen. Es ist so, dass ich die anderen Leute auch inspiriere und dass sie auch die Geschichte, was sie erlebt haben, dass sie auch das auf die Bühne bringen und dass sie auch diese Freiheit fühlen können. Ich habe von meiner Seite viel erzählt, was ich durchgemacht habe und was war die Sachen und was passiert ist. Und ich habe das alles gemacht, dass die Leute mich einfach besser verstehen können. Mein Performer und meine Geschichte, was ich erzähle und wie ich mich jetzt verhalte und wie ich jetzt bin, das ist alles, das spielt eine Rolle von meiner Kindheit und was ich erlebt habe. Und die Sache ist, ich hab auch viele Freunde, zum Beispiel ein Freund von mir, er verhält sich so aggressiv manchmal und so manchmal solche Sachen macht er, dass ich sage, hey, warum machst du das? Und er erzählt zu mir seine Geschichte, was er erlebt hat und was er durchgemacht hat. Und als ich das gehört habe, ich habe gesagt, oh mein Gott, du hast einfach recht, wie du einfach dich verhältst. Dass wir einfach einander verstehen. Dass wir nicht einfach einander verurteilen, wenn wir überhaupt nicht wissen, warum macht jemand solche Sachen. Vielleicht hat er wirklich Schwierigkeiten in seinem Leben und dadurch ist er so geworden. Da braucht dieser Mensch einfach Hilfe, nicht verurteilen. Zum Beispiel, ich habe diese Erfahrung mit Jugendcollege, weil im 2006 ich war im Jugendcollege und im Jugendcollege wir waren in einer Klasse mit 6 Leute aus Afghanistan und 6 Leute aus Irak und wir mussten integriert werden. Aber ich meine integriert, okay, mit der Sprache, aber ich habe mich mehr integriert mit meinen arabischen Freunden. Und in diesem Jugendcollege, wir waren 600 Leute und dann Jugendcollege musste das reduzieren und 300 war weg. Okay, wir haben gedacht, okay, diese 300 Leute, junge Leute, was müssen sie machen? Sie haben jetzt nicht mehr zu tun und sie müssen jetzt auf die Straße sein. Und da habe ich mir gedacht, wow, okay, es gibt wirklich so viele schwache Punkte vom System hier. I'm thrilled and hopeful hearing all that what we discussed today. So, well, thank you. I mean, we said already a lot of thank yous, but thank you for inviting. And I'm pretty exhausted, to be honest. But yeah, your last words and also that what you told Morteza, it gives me hope for the world. And let's move on. I feel grateful. I feel grateful that I found this. I'm intensively learning about trauma, mindfulness,
embodied meditation, embodiment, and I'm really spending a lot of time on these topics. And I'm really grateful to see that this work is done in Vienna, where I come from, where I'm not living anymore. And I'm really grateful to see that back home, this kind of work is done and it's extending online internationally. And as I already said, I'm super grateful that there is trauma education happening for all the people. Mori, what you shared, it really touched my heart and it really inspires me. And I think that this is the seed that should be growing in the world. The hearts following their dreams and dancing into freedom. Thank you very much. This meeting today, this conference was, as Edita already said, really hope-giving. And this is what I need, and I guess all of us need, because there is such a lot of suffering in the world, and we are facing this every day. We are witnessing, and it costs us a lot. And we need to nourish our hope, to be encouraged enough, and to do what Morteza showed us, what we have to do. We have to go our way. We have to follow what our heart says to us. And I feel that everybody of us has an inner calling to do something. Thanks a lot for everybody who was organizing and is still organizing what we will also do tomorrow. The day for me was really amazing, very touching, very interesting, lots of insights, inputs, exchange, new ideas come up. I really would like to say thank you that you stayed so long with us. And Mori, it was amazing to listen to you. Really, thank you very much that you shared all your experience with you. So for me, it's really for a better understanding, it helps a lot. And also to find a way of how we can do it together.